Heute zeige ich euch einen Fernsehbericht vom Galileo Magazin. Galileo sollte, denke ich, den meisten bekannt sein in Deutschland sowie auch in Polen. Und das Galileo Magazin zeigt heute die Stadt Warschau und deren Hidden Places. Und da bin ich wirklich jetzt total drauf gespannt, was es dort zu sehen gibt. Ich hoffe, dass ich heute etwas zu sehen kriege, was ich vorher so noch nicht gewusst habe. Ich kann sagen, dass ich schon mal das ein oder andere Mal in Warschau war, aber natürlich habe ich die ganze Stadt auch noch nicht gesehen. Und da würde ich mal sagen, starten wir auch schon los. So, dann fangen wir mal an. Warschau ist die Hauptstadt unserer Nachbarn und trotzdem wissen wir eigentlich unfassbar wenig über diese Stadt. Das wollen wir jetzt mal ändern. Das hoffe ich mal. Denn die Stadt ist nicht nur eine hochmoderne europäische Metropole. Über den Dächern und hinter den Wänden von Polens Hauptstadt gibt es jede Menge Hidden Places. Der Kulturpalast steht mitten im Zentrum von Warschau und ist nicht gerade versteckt. Im Gegenteil. Mit seinen 237 Metern Höhe überragt er alles andere und ist das Wahrzeichen der Stadt. Ja, an dieser Stelle vielleicht eine kleine Korrektur. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich jetzt auch gerade verhört, aber er sagt ja, der Kultur- und Wissenschaftspalast ist 237 Meter hoch. Das ist richtig, aber es gibt auch mittlerweile einen größeren Turm in Warschau und das ist der Warsaw Tower. Ich meine, der wird um die 310 Meter haben, mit Antenne natürlich. Und das ist mittlerweile das größte Gebäude in Polen und ich meine sogar auch das größte Gebäude der ganzen Europäischen Union. Hier vielleicht nur eine kleine Korrektur. Doch neben beeindruckender Architektur befinden sich in diesem Riesengebäude jede Menge versteckte Dinge. Also selber war ich noch nicht im Palast drinne. Ich habe mir aber mal vorgenommen, da reinzugehen. Wenn ihr vielleicht schon mal da drinne wart, könnt ihr es mir mal gerne in den Kommentaren hinterlassen und mal euer Feedback dazu geben. Was hier alles stattfindet, ne? Ein Theater, noch ein Theater, Museum, gigantisch. Doch Nico sucht Das sieht aber wirklich schon gewaltig aus, ne? Also wirklich wie so ein Palast halt, ne? Wirklich sehr beeindruckend. Einrichtung, die man von außen noch nicht entdecken kann. Dafür geht es erstmal durch schwere Türen. Ich bin gerade ein bisschen überfordert von der schieren Auswahl der Gänge. Wohin? Unser Reporter muss erstmal den richtigen Gang finden. Und das ist in dem sowjetischen Prachtbau gar nicht so leicht. Diese hier? Kein Eintritt. Okay, sorry. Das Gebäude wurde einst als Geschenk des sowjetischen Diktators Josef Stalin gebaut. Früher versammelte sich hier regelmäßig Polens kommunistische Partei. Heute gibt es auf 44 Etagen und mehr als 123.000 Quadratmetern unzählige Lokale, Museen und sogar eine Universität. Boah, auf 44 Etagen, das ist schon gewaltig. Und eine Universität, wusste ich gar nicht, dass es dort auch eine Universität gibt. Krass. Und unser Reporter entdeckt auch sonst jede Menge Überraschendes. Das ist wirklich unglaublich. Kinotheka Multiplex ist jetzt Kino? Hier. Es ist wirklich jeder Raum hier eine neue Welt. Hallo. Wahnsinn, ein Kino gibt es da drin? Das ist ja geil. Dann endlich die ersten Anzeichen einer erfolgreichen Suche. Schläft er? Sonnenstühle, Chlorgeruch. Ich glaube, hier sind wir genau da, wo ich hin wollte. Hallo. Nico ist verabredet mit dem Leiter der Einrichtung. Wir sind jetzt so lange durch dieses Gebäude gelaufen. Was ist das hier für ein Teil? Das hier ist der Jugendpalast. Das ist ein Ort für Kinder, den es schon seit 68 Jahren gibt. Also seit Beginn dieses Gebäudes. Doch bevor wir etwas entdecken, erneut jede Menge Gänge. Nach insgesamt 1,5 Stunden im Kulturpalast erreicht Nico endlich sein Ziel.
Wie lange braucht man eigentlich, um alles im Kulturpalast zu sehen? Das könnt ihr mir auch mal gerne in den Kommentaren hinterlassen. Das würde mich auch total interessieren, weil er hat ja gerade gesagt, dass er schon 1,5 Stunden durch den Palast läuft. Wow. Hier ist unser Pool. Ein Schwimmbad? Wow. Man kann wirklich sehen, dass einige Teile total sowjetisch aussehen und andere hochmodern. Ja, denn wir haben das Becken vor 8 Jahren renoviert. Wow. Aber der Stil drumherum ist komplett von 1955. Ich finde das auch, also ich persönlich jetzt, ich finde das schön, dass auch noch das Alte erhalten geblieben ist. Dass sie das nicht einfach zerstört haben und das dann irgendwie neu modern gemacht haben. Ich finde das persönlich sehr schön. Wegen seiner sowjetischen Historie und der aktuellen politischen Situation ist der Kulturpalast nicht unumstritten. Nicht alle sind begeistert von diesem Gebäude, oder? Nein, viele Leute wollen es sogar niederreißen. Aber ich arbeite hier bereits seit 28 Jahren. Und viele Menschen, die aus Warschau kommen oder hier wohnen, verbinden mit diesem Ort jede Menge Erinnerungen. Ja, okay, das kann man vielleicht schon irgendwie nachvollziehen. Also ich muss sagen, wenn ich mal mit Leuten gesprochen habe und auch mal der Palast irgendwie mal ein Thema war, habe ich aber ehrlich gesagt noch nie gehört, dass irgendwie irgendjemand dagegen war oder auch irgendetwas Negatives darüber gesagt hat. Deswegen wundert mich jetzt ein bisschen die Aussage, dass wirklich die Einwohner den Palast abreißen möchten. Aber vielleicht sogar aus Grund der Vergangenheit. Klar, das ist keine schöne Vergangenheit, was damit in Verbindung gebracht wird, kann man das dann, denke ich, schon nachvollziehen. Was sagt ihr, also das geht jetzt mehr an die polnischen Zuschauer, was denkt ihr über den Kulturpalast? Ist das wirklich etwas, was eurer Meinung nach abgerissen werden soll? Oder sagt ihr, nö, das soll stehen bleiben, das ist das Wahrzeichen Warschaus? Dieser Ort ist sehr wichtig für uns. Bartek kam das erste Mal mit 7 Jahren hierher. Jetzt würden einige in Polen die sowjetischen Relikte gerne niederreißen. Gleichzeitig trainieren hier Sportteams. Also, was natürlich krass ist, man spürt hier die Vergangenheit und trotzdem lebt natürlich dieses Schwimmbad und dieses Gebäude auch dadurch weiter, dass hier eben Kinder zum Schwimmen hinkommen. Schön. Dann geht es für unseren Reporter raus aus dem Zentrum. In einen Vorort mit einem Gebäude, über das sich im Netz kaum Informationen finden. Der sogenannte Spionageturm. Ich war ja schon unten im Titel ein bisschen verwundert, weil da steht ja Spionageturm. Ich habe mir schon so gedacht, okay, das könnte interessant werden. Da bin ich jetzt mal ganz gespannt drauf, auf den Spionageturm, was das überhaupt ist. Weil davon habe ich ehrlich noch nie was gehört, irgendwie, dass es in Warschau einen Spionageturm gibt oder sowas. Ja. Oh. Alter Schwede. Also hier ist ja eine ganze Armee von Security-Schildern und das für so ein mehr oder weniger abgefucktes Haus. Da muss also irgendwas wirklich Geheimes drin sein. Die Schilder machen deutlich, Zutritt verboten. Doch nach wochenlangem Verhandeln hat die Stadt Warschau uns den Zugang genehmigt. Unser Reporter trifft Domenica und Adam von der Stadtverwaltung. Sie bringen uns vorbei am Stacheldraht. Was ist das für ein Haus? Das ist geheim. Es ist ein Ort, der der russischen Regierung gehörte. Wir haben sie enteignet. Und jetzt müssen wir ihn irgendwie beschützen. Okay. Und vor wem beschützen? Vor Russland. Echt? Okay. Ja. Also kalter Krieg im Warschauer Vorort? Wir dürfen nur in diesen Teil links. Die anderen sind zu gefährlich, um reinzugehen. Es ist alles nicht so klar, aber hier haben vermutlich russische Agenten gelebt. Im vergangenen Jahr hat die Stadt es dann übernommen und bis dahin waren hier russische Sicherheitsmänner. Also bis vor einem Jahr waren
russische Sicherheitsmänner auf dem Gebiet, und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wurde das von Russland enteignet. Verstehe ich das richtig, dass das vielleicht eine Enklave war mitten in Warschau, oder kann mich da vielleicht irgendjemand aufklären? Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Ja. Wow. Jetzt stellt die Stadtverwaltung sicher, dass die alten Besitzer hier nicht eindringen. Also ich weiß nicht, aber so wie ich das jetzt verstanden habe, bis vor einem Jahr waren da noch Leute und da haben russische Agenten gelebt. Also, hä? Ist irgendwie nicht ganz klar für mich jetzt gerade. Immer 2 Schlösser mindestens. Alles ist hermetisch abgeriegelt. Und hinter der Tür das absolute Chaos. Nein, aber da kann mir doch keiner sagen, dass vor einem Jahr da noch jemand gelebt hat. Niemals. Guckt euch das doch mal an. Niemals. Ja, für diese wundervolle Sendung hier Galileo schon ein paar Mal in Tschernobyl. Und ehrlich gesagt, also der erste Eindruck ist ein bisschen ähnlich. Früher gab es hier neben Schaut doch mal, da ist ein Röhrenfernseher. Das ist doch niemals von einem Jahr. Wahrscheinlich haben da irgendwann mal russische Agenten gelebt und danach, nachdem die da nicht mehr gelebt haben, waren da trotzdem noch diese russischen Securities, die das wahrscheinlich bewacht haben, warum auch immer. Also so vermute ich das jetzt zumindest. Wenn irgendjemand mehr Informationen dazu hat, kann er es mir mal gerne in den Kommentaren hinterlassen. Das würde mich mal wirklich sehr interessieren. Wohneinheiten auch einen streng geheimen Nachtclub und sogar einen eigenen Friseursalon. Es sieht wirklich so aus, als hätten sie alles zurückgelassen und wären weggerannt. Ja, das kann schon sein. Bis heute weiß keiner so richtig, was hinter diesen Wänden vor sich gegangen ist. Vermutlich lebten hier Agenten und Mitarbeiter sowjetischer und später russischer Geheimdienste. Große Teile stehen seit vielen Jahren leer. Nico verschafft sich einen Eindruck. Ja, also der Fahrstuhl funktioniert nicht mehr. Jetzt müssen wir ein bisschen hoch. Da muss man ja Angst haben, dass das nicht alles einstürzt, ey. 10 Stockwerke gibt es. Dann die ersten Hinweise über frühere Bewohner. Eine russische Zeitung von 2001. Ja. Also vor 22 Jahren. Zu Sowjetzeiten wurde das Haus für geheime Treffen genutzt. Bis 2022 war es im Besitz Russlands. Jetzt macht die Stadtverwaltung hier die Regeln. Ja, aber hier ist halt auch nichts mehr zu holen, ne? Also hier ist alles rausgeräumt und es sind halt normale Wohnungen mit Wohnzimmer, Schlafzimmer, Klo. Wer darf denn heute hier rein? Wir, also die Stadt Warschau als eine Art Eigentümer und Experten, die den Zustand des Gebäudes einschätzen, ob alles in Ordnung ist oder nicht. Hat das Haus denn eine Zukunft? Adam hat gesagt, dass die Wände anscheinend intakt sind. Es müssen nur einige Details überprüft werden. Es gibt natürlich die Gerüchte, und das war hier sogar schon im Fernsehen, dass das Haus irgendwann für ukrainische Flüchtlinge geöffnet wird, wenn es dann wieder bewohnbar ist. Und das wäre natürlich ein krasser Twist in der Geschichte, vom russischen Staat weggenommen mit Kriegsbeginn und dann übergeben an ukrainische Flüchtlinge. Also um das bewohnbar zu machen, da braucht man auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Wirklich. Wirklich. Bis dahin muss sich hier noch einiges tun. Und Nico ist endlich ganz oben angekommen. Wow. Also das ist mal eine Aussicht hier. Ich würde mal sagen, der ganze Besuch dieses Hidden Places hat sich echt gelohnt. Hier vom 10. Stock des Spionageturms erhält unser Reporter einen Blick über die ganze Stadt. Doch Warschau ist weit mehr als dunkle Vergangenheit. Schöne Aussicht, schöne Aussicht. Kaum eine europäische Metropole ist so vielfältig. Das Zentrum schmücken alte Häuser. Daneben stehen hochmoderne Wolkenkratzer. Und auch sonst trifft unser Reporter hier auf ungewöhnliche Neubauten. Also irgendwo hier muss das dünnste Haus der Welt sein. Vielleicht ist es so dünn, dass ich es nicht finde. Ah,
Želazna, das ist unsere Straße. Doch, da ist tatsächlich ein Haus, dieser schmale Streifen. Und das ist der Architekt, Jakub Szczesny. Die Idee zum Haus kam ihm beim Feiern gehen. Eines Tages bin ich hier in eine Bar gegangen, die gleich bei mir in der Nähe war. Und dann sah ich, dass hier Licht durch einen Spalt kam. Da dachte ich, vielleicht kann ich einen Kleber machen und verschiedene Epochen in Warschaus Städtebau zusammenkleben. Komm, wir gehen mal um die Ecke. Gehen wir um die Ecke. Das 14 Quadratmeter Haus liegt im Hipsterviertel Wohla und wird Künstlern und Autoren, die einen Wohnort suchen, umsonst zur Verfügung gestellt. Man würde denken, hier geht es vielleicht in den Keller oder so, aber hier geht es tatsächlich in das Haus. Es sieht zwar aus wie ein Kühlschrank, ist aber ein Haus. Können wir da reingehen? Heute nicht, denn es ist für einige Monate geschlossen, weil zu viele Interessierte immer wieder reingegangen sind. Wir hatten 500 Besucher pro Tag. Darum sind der Eingang und die Möbel kaputt. Wir müssen es... Hä? Also es wird Leuten gratis zur Verfügung gestellt und die hatten 500 Besucher am Tag? Okay, verstehe ich nicht ganz. Jetzt von außen und innen renovieren. Ich finde, man hätte zumindest mal die Tür aufmachen können und vielleicht mal so ein bisschen filmen können. Ist es gefährlich, da reinzugehen? Ja, denn die Tür ist der Boden. Hä? Nico möchte aber zumindest einen Blick erhaschen. Soll ich mal die Kamera nehmen? Gib mal die Kamera. Also, hier ist die Treppe. Unten gibt es eine Art Wohnzimmer. Das ist gerade mal 62 cm breit. Dann gibt es einen Essbereich für 2 Personen. Denn auch die Schriftsteller, die hier alleine leben und arbeiten, können mal einen Gast zum Frühstück einladen. Boah, das ist ja Klaustrophobie pur, ey. Boah. Und dann gibt es ein Badezimmer mit einem Klo, das gleichzeitig eine Dusche ist. Selbst wenn man den ganzen Platz hier ausnutzt, und da muss man sich noch die Wände dazu vorstellen. Also, wenn das mal nicht monadistisch ist, dann weiß ich auch nicht. Boah, ich glaube, ich würde da extreme Platzangst kriegen. Ich weiß nicht, das wäre mir wirklich schon zu schmal. Ich habe mal über Mikrowohnungen in Warschau berichtet. Die waren ja auch schon sehr klein. Ich glaube, da war eine Wohnung, ich weiß nicht, 12, 13 Quadratmeter oder so. Also das mehr oder weniger ein Zimmer, aber das war dann eine komplette Wohnung. Das ist ja schon extrem klein. Aber das ist, finde ich, noch eine Stufe extremer. Einen Hidden Place haben wir noch. Denn angeblich gibt es bei der Universität einen verborgenen Garten. Die Studentinnen Ola und Martina wollen Nico weiterhelfen. Das ist eure Bibliothek? Das ist die Bibliothek der Uni Warschau, aber wir wollen heute nicht lesen, sondern dir einen Garten zeigen. Da geht's lang. Die Bibliothek wurde 1995 erbaut und wirkt selbst fast wie ein botanischer Garten. Ist das alles Teil des Unicampus? Darf hier jeder rein? Ja, hier darf jeder hin. Aber es kommen vor allem die Studenten der Uni, um zu lernen oder um ein bisschen Freizeit mit Freunden zu verbringen, wenn die Sonne scheint und das Wetter okay ist. Schon am Gebäude ranken sich Efeu und Grünzeug. Doch jetzt geht's wirklich aufs Dach. Wenn ich lerne, sitze ich oft am Fenster und sehe, wie viele Leute hier raufsteigen. ein Zufluchtsort weit oben. Nice. 2000 Quadratmeter grüne Idylle mitten im Zentrum der Stadt. Dabei sind einzelne Abschnitte über mehrere Gebäude mit Brücken verbunden. Ich nehme mal an, dass viele zugezogene Studierende nicht so viel Platz haben. Die leben oft in winzigen Wohnungen. Es ist schwierig, hier mitten im Zentrum eine Grünfläche zu finden. Darum haben sie sich für diesen Ort entschieden. Die einzelnen Teile des Gartens sind sogar farblich abgestimmt. Von Grün über Silber bis Gold. Wow, das ist ja echt schön. Hier lernen wir. Ihr habt also die Wahl im Winter, unten, im Sommer oben. Ich kann mir vorstellen, weil das sah gerade alles so gerade nicht so bewachsen aus,
Aber man muss ja auch sagen, das ist, glaube ich, gerade zur Frühlingszeit gedreht worden oder noch ein bisschen vor dem Frühling, vielleicht ganz, ganz am Anfang. Im Sommer kann ich mir vorstellen, dass das alles sehr schön am Blühen ist und dann kann ich mir mega vorstellen, dass das wirklich, wirklich traumhaft dort aussieht. Ist vielleicht mal ein Besuch wert. Auf dem Dach sind Pflanzen aus allen Erdteilen gepflanzt. Und so entsteht eine Symbiose mit den verschiedenen Einrichtungen der Universität. Die beiden Jurastudentinnen sind zu Recht stolz auf ihre Uni. Ist das ein Stadtteil, der sich stark verändert? Während des Zweiten Weltkriegs wurde hier alles zerstört. Aber jetzt wandelt es sich noch einmal. Hier gibt es total schöne Orte, die früher Fabriken waren. Da sind überall Ziegelsteine und Metall. Und jetzt nutzen wir diese Orte, um zu entspannen. Und da kann ich euch sagen, das Gleiche oder Ähnliche passiert auch in Łódź derzeit. Ich habe schon sehr oft den Kommentar gekriegt oder ich wurde auch nicht nur einmal angeschrieben, warum ich überhaupt in Łódź lebe, weil ich habe so das Gefühl, dass bei sehr vielen Polen Łódź als eine, ja ich sage jetzt mal, dreckige Stadt bekannt ist. Aber hier passiert so viel derzeit, hier wandelt sich sehr viel um und das, was sie auch gerade gesagt hat, hier sind sehr viele Gebäude aus Ziegelsteinen und die erneuern das alles und das ist eigentlich mega schön und traumhaft, wie das dann später aussieht. Also dieser ganze Effekt am Ende, das ist einfach nur genial. Ich glaube, ich muss wirklich mal ein komplettes Video zum Thema Łódź machen, um welche Plätze es gibt, welche Plätze sich verändern, um vielleicht mal von dem einen oder anderen die Meinung zu ändern, wie schön eigentlich die Stadt Łódź sein kann. Auch wenn Warschau nicht ganz oben auf Europas Touristenagenda steht, Polens Hauptstadt ist im steten Wandel und darum absolut einzigartig. Ja. Also den letzten Satz, was er gerade gesagt hat, kann ich nicht so bestätigen. Ich denke, Warschau ist eine sehr, sehr, sehr interessante Stadt, auch für Touristen. Warschau hat sehr viele Touristen und deswegen würde ich das jetzt nicht bestätigen, was er da gesagt hat. Im Großen und Ganzen kann ich sagen, ist das wirklich ein sehr, sehr interessanter Bericht. Also gerade dieses Thema mit diesem Spionageturm, da muss ich mal auf jeden Fall ein bisschen mehr darüber lesen. Das würde mich wirklich total interessieren, was es darüber zu erfahren gibt. Ansonsten kann ich sagen, wirklich cool, hat mir wirklich sehr gefallen. Ich gebe dem Video auch gleich einen Daumen hoch. Und genau, deine Meinung zu diesem Thema würde mich wirklich sehr interessieren. Du kannst mir das mal gerne in den Kommentaren hinterlassen. Und gerade vor allem von den polnischen Zuschauern, wenn die vielleicht sogar in Warschau leben oder auch die deutschen Zuschauer, wenn die in Warschau leben, könnt ihr mir mal gerne einen Kommentar zu diesen ganzen Orten hinterlassen. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Ansonsten danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du natürlich mich und meine Arbeit wirklich sehr. Vielen lieben Dank dafür und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!